In seinen Kindheitserinnerungen schrieb Walter Benjamin vom Anhalter Bahnhof als der Mutterhöhle der Eisenbahn, dem Ort, wo die Lokomotiven zu Hause sind. Aber tatsächlich ist es gar nicht mal so richtig. Denn der Anhalter Bahnhof lag auf der anderen Seite des Landwehrkanals. Wenn überhaupt, waren die Lokomotiven allerdings hier zu Hause, im Bahnbetriebswerk des Bahnhofs. Hier kamen die Lokomotiven nach jedem Einsatz zurück, wurden mit Wasser und neuen Kohlen versorgt, auf der Drehscheibe des Lokschuppens gedreht, nach Bedarf im Lokschuppen abgestellt, wo auch kleinere Wartungsarbeiten oder Reinigungen vorgenommen wurden. Der Lokschuppen selber wurde hier 1876 errichtet, sah damals allerdings noch ein bisschen anders aus als heute. Die Anlage war wesentlich kleiner. Neben dem ersten Lokschuppen und den Zwischengebäuden war beispielsweise vom zweiten Lokschuppen nur ein Bereich mit 7 Schuppengleisen vorhanden. Der Rest wurde erst später im Verlauf der Zeit angebaut, weil das Verkehrsaufkommen wuchs. Es mussten immer mehr Lokomotiven versorgt werden. Und im Laufe der Zeit wurden die Lokschuppen aber auch in der Länge immer mehr erweitert, weil auch die Lokomotiven größer wurden im Laufe der Zeit. Und wenn man zum Beispiel, wenn du in der Ausstellung unterwegs bist, achte mal drauf, im hinteren Bereich sind diese großen gemauerten Pfeiler, die markieren den Verlauf der ursprünglichen Außenwand, also der ersten Ausbaustufe des Lokschuppens. Und auch spätere Erweiterungen sind im Boden durch charakteristische Ziegelreihen deutlich gemacht. Achte mal drauf.